Hi, ich bin Kathi von Creative Mom und heute zeige ich dir, wie du ein Latzkleid für kleinere Püppchen nähen kannst. Für mehr Nähvideos abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Für das Latzkleid benötigst du folgende Teile. Zweimal das Vorderteil, zweimal das Rückenteil, zweimal die Träger und ein Stückchen Stoff für die vordere Aufsatztasche. Dann habe ich hier noch Latzhosenverschlüsse und ein Satinband. Zuerst müssen diese Kanten versäubert werden. Die Vorderteile lege ich mit der rechten Seite aufeinander, stecke die mittlere Kante zusammen und nähe sie anschließend fest. Auf das Vorderteil lege ich jeweils rechts und links die Rückenteile hin, stecke diese fest und nähe sie zusammen. Jetzt klappe ich die Nahtzugabe auseinander und bügele sie flach. Damit die Nahtzugabe schön flach liegt, steppe ich sie von der rechten Seite mit einem geraden Stich ab. Hier könnt ihr schöne Kontrastnähte wählen. Und so schaut es bei mir aus. Das Kleid kommt auf die Seite und es geht weiter mit den Trägern. Die zwei Stoffstreifen klappe ich einmal in der Mitte zusammen und bügele sie. Nun klappe ich die äußere Kante noch einmal zur Mitte und bügele sie fest. Um mir das Nähen zu erleichtern, habe ich die Träger mit ein paar Handstichen fixiert und steppe sie nun mit einem geraden Stich ab. Ach ja, das habe ich zu Beginn vergessen zu zeigen. Ich möchte hinten einen schöneren Verschluss machen und dafür nehme ich ein kleines Stückchen Stoff, falte es in der Mitte, stecke die Seiten zusammen und nähe sie fest. Vorsichtig schneide ich die Ecken ab und wende den Verschluss auf die rechte Seite. Mit einem stumpfen Gegenstand forme ich dann noch die Ecken aus. Jetzt werden die einzelnen Teilchen auf das Kleid platziert und festgesteckt. Die Träger lege ich mittig auf die Rückenteile hin. Achtet hier drauf, dass die Trägerseite mit der schöneren Naht nach unten liegt. Den Verschluss platziere ich auf der rechten Seite. Zur oberen Kante lasse ich 5 mm frei. Die Träger und den Verschluss nähe ich fest, damit mir nichts verrutscht. Beim Futterstoff muss die halbrunde Kante versäubert werden. Den Futterstoff lege ich mit der rechten Seite vor mich hin und platziere dann das Latzkleid mit der rechten Seite nach unten auf den Futterstoff. Anschließend stecke ich beide Teile zusammen und nähe dann diese Kanten fest.
Die Nahtzugabe schneide ich etwas zurück. Schneide auch die Ecken ab und mache kleine Einschnitte in den Rundungen. Danach wende ich das Kleid und forme alle Ecken vorsichtig aus. Nach dem Wenden und Ausformen der Ecken und Kanten wird das Latzkleid ordentlich gebügelt. Die oberen Kanten vom Latzkleid steppe ich mit einem geraden Stich ab. Unterhalb des Futterstoffes messe ich 5 mm ab und stecke da eine Stecknadel rein. An dieser Stelle werde ich mit dem Absteppen beginnen. Nun werde ich die kleine Tasche in Angriff nehmen. Dafür habe ich die Vorlage genommen und sie auf den Stoff übertragen und jeweils eine Nahtzugabe von 0,5 cm hinzugefügt. Die Vorlage habe ich aus festem Karton ausgeschnitten. Ich bügle die Kanten um und werde sie dann mit ein paar Handstichen fixieren. Die Tasche habe ich soweit vorbereitet. Wenn du möchtest, kannst du so wie ich ein kleines Stückchen Satinband mit annähen. Die Tasche lege ich mittig auf den Latz und schiebe das kleine Stückchen Satinband unter die Tasche. Danach nähe ich alles mit der Hand fest, damit mir beim Nähen mit der Maschine die Tasche nicht verrutscht. Für den Verschluss habe ich ein Klettband gewählt. Auf den Verschlussstreifen, den ich zuvor angenäht habe, kommt das raue Klettband und das weiche kommt dann auf das linke Rückenteil. Hier müsst ihr darauf achten, dass beide Klettstreifen auf derselbe Höhe angenäht werden.
Den Saum unten könnt ihr auf 2 Arten bearbeiten. Die Kante einfach versäubern und 5 mm umklappen und festnähen oder so wie ich eine Borte annähen. Falls du dich für die Variante mit der Borte entschieden hast, dann schneide dir die Borte in der Länge zu, die für den Saum benötigt wird. Stecke sie an den Saum und nähe sie anschließend fest. Danach muss die Kante versäubert, umgebügelt und abgesteppt werden. Ich lege die Rückenteile aufeinander und stecke die hintere Kante zusammen. Einen Zentimeter unterhalb des Innenfutters stecke ich eine Stecknadel rein. Bis zu dieser Stelle werde ich das Ganze dann nähen. Die hintere Naht habe ich geschlossen. Unten habe ich die Naht in eine Richtung festgenäht und werde jetzt die Latzhosenverschlüsse anbringen. Die Träger habe ich extra etwas länger gelassen, da je nach Puppe es jedoch zu Unterschieden kommen kann. Diese schneidet ihr dann einfach zu, wie ihr sie braucht. Die Druckknöpfe werde ich mit Hilfe eines Handschlagwerkzeugs anbringen. Vorher muss in den Stoff ein Loch durchgestochen oder durchgestanzt werden. Das Lastkleid habe ich meiner Puppe angezogen, um die richtige Länge für die Träger zu ermitteln. Dann habe ich die Metallschlaufen durch die Träger geschoben und werde diese jetzt mit der Hand annähen. Mit der Maschine hat es leider gar nicht so gut geklappt. Damit die Enden der Träger nicht ausfransen mit der Zeit, mache ich einfach ein bisschen von diesem Fransenstoff drauf. Und hier das Endergebnis. Nora und Momonita im neuen Kleidchen. Zeigt mir gerne eure Püppchen im neuen Latzkleidchen. Das war's dann wieder von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Bleibt kreativ. Bye bye.